Heute bauen wir zusammen ein Hochbeet aus alten Holzdielen. Wo wir die herhaben und was zum Hochbeetbau alles gemacht werden musste, erzähle ich gleich. Bleibt dran, los geht's. Weil Bausätze für Hochbeete im Baumarkt viel Geld kosten, habe ich die Chance genutzt, als auf der Baustelle gegenüber die Dielen rausgerissen wurden. Und ab damit in den Garten. Es passt ja alles nicht aneinander. Hier guckt es sogar ein Gänseblümchen durch. Also alles unterschiedlich hoch. Wie soll man daraus ein Hochbeet bauen? Er muss erstmal abgeschliffen werden hier. Doch diese alten Holzdielen kann man nicht einfach so verwenden. Die Kanten sind gebrochen und teilweise uneben, also haben wir die Werkbank kurzerhand in eine Hobelbank umgebaut und jedes einzelne Brett glatt gehobelt. Per Hand. So, ich habe natürlich auch wieder Hilfe dabei. Und jetzt kommen die langen Bretter dran. Hobeln macht echt viel Spaß, wenn man es kann. Wo gehobelt wird, da fallen auch ganz schön viele Späne. Mann, habe ich ganz schön was abgehobelt hier in den letzten 2 Stunden fast, ne? Ja, 2 Stunden waren es bestimmt. Und das sind die Bretter, die ich geschafft habe. Jetzt haben wir erstmal alle Bretter fertig. Ich bin auch fertig. Und dann schauen wir, wie wir da draus ein Hochbeet zusammenbauen. 45 cm. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das ist eine gute Höhe. 46. Passt doch ganz gut. Können wir doch nehmen. Muss ja nicht alles gleich hoch sein. 2 cm Unterschied ist auch okay. Das sind auch 46, das sieht gut aus. Und das hier sind 47. Das passt eigentlich ganz gut. Ungefähr hier so. Und die bringen wir jetzt auf eine Länge. Man muss sich immer am kürzesten Brett orientieren. Und das kürzeste Brett hier von dieser Serie ist leider 98 cm lang. Das heißt, ich werde alle anderen Bretter auf 98 cm schneiden müssen. Also ein bisschen langsam ist das Ding schon. Naja. So, dann mache ich jetzt die Bretter hier alle fertig und melde mich später nochmal. Die Sonne knallt vom Himmel und was kriege ich hier als Sonnenschutzcreme? Heliotec Lichtschutzsalbe aus dem VEB Leipziger Arzneimittelwerk. 90 Pfennig der DDR, wenn das nicht hilft. Ach, der Traum. Jetzt müssen wir mal schauen, wie lang die Seitenteile tatsächlich sind, die wir hier hingelegt haben. Das ist jetzt ungefähr 1,60 Meter, 1,58 Meter wird es am Ende wahrscheinlich werden. So, das sind jetzt unsere fertigen Bretter. Und wir schneiden jetzt noch die Pfosten zurecht. Super. Und der nächste. Wie hieß der dir das hingegeben hat? Bangel. Heinz Bangel. Von Krupp. Den finden wir. Ja, aber leider. War der. Er kam vom Edelstahlwerk Südwestfalen und war dort Werbeleiter und als sie dann zusammengelegt wurden, war natürlich einer übrig. Ja. Und ihr habt euch in den 70ern getroffen? Oder? Ja, in den 60er, 70er. Ja. In den 60er haben wir uns schon getroffen, da waren wir schon zusammen. Könnte der noch leben? Könnte sein. Also, falls ich nicht in der Lage bin, den zu finden, seid ihr gefragt. Findet diesen Mann und zeigt ihm dieses Video.
Ihr hättet euch bestimmt viel zu erzählen nach all den Jahren. Ach ja. So, jetzt haben wir die Pfosten fertig. Die haben wir ein bisschen länger gemacht als 45 cm. Da kann man da noch einen Blumentopf draufhängen oder so. Oder meinen Eimer anhängen, das ist ganz praktisch. Jetzt müssen wir eigentlich nur alles zusammenschrauben, oder? Hier muss ein Winkel dran sein von 90 Grad von dem zu dem Brett, was hier unten dran ist. Ja, sonst wird es schief. Sonst wird es schief. Das hier werden unsere Schrauben sein. 50 Stück ungefähr werden wir brauchen, haben wir ausgerechnet. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was schätzt ihr, wie viele Schrauben sind hier drin in dem Paket. Ich schätze, es sind so ungefähr 30, 35, maximal 40. Du hattest gesagt, was? 50, ne? Ja. Ich glaube es nicht, aber mal schauen. Keines dieser Bretter ist gerade. Hier ist es vielleicht ein bisschen halbwegs gerade. Wir gehen hier mal wieder an unsere Grenzen. Ich merke das schon. Wer braucht den Strom? Stromer. Die kleinen elektrischen Teilchen. Kommen die nicht zu dir so hingeflogen? Echte Kamille erkennst du daran, wenn du die aufmachst, die Blüte, dass drin ein Hohlraum ist. Da ist ein Hohlraum drin, also ist es echte Kamille. Bitte. Wow. Das wird alles in einem Millimeter Maßarbeit, weil die alle völlig jenseits von gerade sind. Guck mal, das passt doch fast nahezu. Damit ist die erste Seite fertig. Nice. Ja gut, ein schräg gehobeltes Brett auszurichten an einer geraden Kante ist natürlich auch ein bisschen blöd, aber was wir jetzt messen, ist der Abstand zwischen den oberen beiden Enden von den Pfosten. Also wir haben hier einen 1,5 Zenti drunter. Wieder ausmessen. Ja, wenn der Winkel nicht stimmt, dann ist auch nicht oben. So muss man sich Zeit nehmen. Das sind alte Dielen aus der Wohnung bei dem Abrisshaus bei uns. Aha. An der Das Ecke. muss keine DDR-Farm sein, die ist immer schnell sofort. Hier auf diese Bretter in der Innenseite dieses wunderschönen neuen Hochbeetes kommt eine Unterbodengewebeplane. 10 mal 1 Meter. Das heißt, bei 45 cm müssen wir das Ding wahrscheinlich noch zerteilen. Moment. Houston, wir haben ein Problem. Messer liegt hier. Erzähl, welche Geschichte hat diese Schere? Vor allem, die ist so krass, ja? Man muss das immer sich auf der Zunge sagen. Die kann man sehr gut reinigen. Von Krupp. Steht aber Solingen drauf. Ja, die haben die mir auch mitgebracht. Extra für dich mitgebracht. Ja. Ganz ehrlich, das ist für einen Pflanztopf. Für ein Beet. Also, hier geht es nicht um einen Schönheitswettbewerb. Wir brauchen 5,20. Wie kommt denn der noch? 10 Meter. Wow, die Seitenteile wären echt eine Herausforderung.
Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ja, ja. Denn das hier ist alles andere als eben. 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 Und dann unten noch ein. Geht das? Nee, hier jetzt kommt. Jetzt kommt's. Okay. Ganz viel Geduld und Spucke. Da siehst halt, wo die Fußbodenbeläge aufgeklebt waren, ne? Danke. Gutes Werkzeug ist immer eine halbe Arbeit. Ja, das stimmt. Wir machen mal die nächsten dran und dann gibt es das Endergebnis zu sehen. So, der Kasten ist fertig und das Ding ist wirklich riesig. Guckt euch das an, wie groß das ist. Also, ich hätte nicht damit gerechnet, dass der so riesig wird und der ist bestimmt auch sauschwer. Und die Schrauben haben gereicht. Wir haben sogar noch welche übrig. Da sind noch 25 Schrauben drin. Das heißt, 50 haben wir verbraucht, also sind 75 Schrauben drin gewesen. Hätte ich nicht gedacht. Da lege ich die andere vom Anfang drunter. Und jetzt schneiden wir nochmal die Folie ab. So, und die muss ich jetzt auch noch im unteren Bereich überall antackern. Los geht's. Jetzt wird noch die untere Kante versäumt. Und dann haben wir das Ganze schon fertig. Hat ja auch nur 2 Tage Arbeit gekostet. Also, anheben, umdrehen und hinlegen. Hier ist jetzt das Ende und hier müssen wir besonders vorsichtig sein, dass auch alles ordentlich abgedichtet ist, damit nirgendwo Reste bleiben, die hier überstehen. Jetzt ist alles dicht. Letzter Tacker. Und jetzt ist unser Hochbeet endlich fertig. Wir sind hier jetzt schon wieder kräftig am Rühren. Das soll weiß sein. Oh, hier ist tatsächlich weiß. Was ist das hier eigentlich? Wetterbeständig, hochglänzend. Ach, du ahnst es nicht. Das ist schon wieder VEB, Lackfabrik Köthen. Oder wie mein Vater sagt, Vorsicht, es bröckelt. Mal schauen, was hier am Ende für eine Farbe rauskommt. Das ist tatsächlich ein Weiß. Und damit streichen wir jetzt die Unterseite. Oh Mann, das tropft ja, das ist unfassbar. Und das war's mit dem ersten Teil. Das Hochbeet ist jetzt fertig und im zweiten Teil wird es bemalt. Ihr könnt schon mal raten, was ich drauf gemalt habe. Lasst gerne ein Like, einen netten Kommentar oder ein Abo da und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao!